Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich eine weitere Version der MD500 GPS von Yuxiang. Und zwar, wie ihr sehen könnt, hier die rot-weiße US-Police-Version. Auch eine sehr schöne Farbvariante, wie ich finde. Und natürlich auch hier als RTF-Set im Alukoffer. Die schwarze Militärversion, die hier im Hintergrund, die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Ich zeige euch trotzdem am Anfang nochmal den Packungsinhalt und natürlich auch die neue Optik der MD500 etwas detaillierter. Die Fernsteuerung und die Funktionen lasse ich jetzt mal hier in dem Video drin, sind aber dann von der schwarzen Militärversion, weil sie ja vollkommen identisch ist, muss ich das ja jetzt nicht zweimal aufnehmen. Aber ich habe mir gedacht, für den es interessiert, lasse ich das einfach mal hier drin. Wenn es nicht interessiert, der kann das gerne überspringen. Dafür habe ich ja auch die Kapitel angelegt, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und am Ende gehen wir natürlich auch mit der neuen Version einmal draußen fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Ja, wir haben hier auch wieder den Alukoffer mit dabei. Finde ich immer sehr cool, wenn er da drin geliefert wird, denn hier kann man den super transportieren und auch aufbewahren. Den mache ich mal eben auf und dann zeige ich euch mal ganz kurz, was alles mitgeliefert wird. Da haben wir natürlich als allererstes wieder die Bedienungsanleitung, hier einmal auf Englisch. Dann haben wir in meinem Fall zwei LiPo-Akkus dabei im Hardcase, und zwar ein 3500 mAh 3S LiPo. Wieder hier mit Zeitlock-Anschluss. Wir haben hier wieder den Ein-Ausschalter mit den 4 Status-LEDs und einen zusätzlichen 5-Volt-Anschluss für eine zusätzliche Lampe zum Beispiel. Zum Aufladen benötigen wir natürlich auch noch dieses Ladegerät hier und noch die Ladeschale, die können wir hier anschließen. Und natürlich auch ein Netzteil, das ist aber auch dabei. Auch wenn wir hier einen China-Anschluss wieder haben, keine Angst, wir haben hier auch noch einen EU-Adapter dabei. Das heißt, wir können auch in der EU die Ladegeräte benutzen. Dann haben wir natürlich auch wieder die 2,4 GHz Fernsteuerung dabei. Hier die ganz normale Yuxiang GPS Fernsteuerung, die man ja so von den anderen Helis her kennt. Dann haben wir hier vorne noch ein paar Zubehörteile, und zwar als erstes einmal die beiden Landegestelle. Die müssen wir gleich noch an den Heli montieren. Dann haben wir als nächstes eine Tüte. Hier drin befinden sich die Ersatz-Hauptrotorblätter, ein Ersatz-Heckrotorblatt. Und dann haben wir hier noch eine weitere Tüte. Hier drin befinden sich 3 Schraubendreher und noch ein paar Schrauben für das Landegestell nachher. Und dann haben wir last but not least natürlich die schicke Use MD500. Und die würde ich sagen, zeige ich euch jetzt gleich mal etwas im Detail und wir machen das Landegestell noch dran. Ja, die Montage des Landegestells ist eigentlich ganz einfach. Hier müssen einfach nur die Füße auf die inneren Bolzen aufgeschoben werden. Das ist an manchen Stellen etwas fummelig. Man muss hier und da ein bisschen rumdrücken, dann lassen die sich aber aufschieben. Und dann müssen wir beide Seiten mit jeweils 2 Schrauben festschrauben. Zum Glück werden hier auch Torx-Schrauben verwendet, denn die lassen sich hier sehr gut einschrauben. Damit ist dann auch die Montage abgeschlossen und die MD500 ist komplett und jetzt bereit, um mal einen näheren Blick drauf zu werfen. Wir haben hier bei der US-Police-Version natürlich auch wieder die gleiche Größe und Optik wie bei der schwarzen Militärversion, nur dass wir hier seitlich keine Raketenwerfer dran haben und natürlich eine andere Lackierung haben. Klar haben wir auch wieder die Türen, die wir alle 4 öffnen können. Dazu muss man den kleinen Hebel hier verdrehen und dann kann man die Türe öffnen und genauso auch wieder schließen. Auch diese MD500 hat natürlich wieder einen Cockpit-Ausbau. Das Cockpit ist auch hier wieder recht einfach gehalten, nämlich nur schwarz, bis auf das beklebte Cockpit-Panel, aber trotzdem finde ich das schon sehr cool gemacht. Auch hier haben wir wieder viele schöne Nieten und kleinere Details angebracht, wie hier zum Beispiel seitlich die kleine Stabantenne und vorne noch den Cable Cutter. Auch das Heckleitwerk ist hier wieder sehr schön gemacht mit vielen Nieten. Auch die Lackierung finde ich hier sehr gut mit dem Rot-Weiß und den ganzen Decals drauf. Die Farbe ist im Flug dann bestimmt auch sehr gut zu erkennen und leuchtet bestimmt auch schön in der Sonne. Das Coole ist hier auch wieder, dass wir hier keinerlei Firmenbezeichnungen aufgedruckt haben, sondern wirklich eine reine Scale-Lackierung der Police-Version. Die Fenster sind natürlich auch hier wieder leicht getönt und klar ausgeführt, sodass man auf das schöne Cockpit gucken kann. Auf der Unterseite haben wir dann auch wieder den Höhensensor und den LiDAR-Sensor verbaut. Und im Inneren haben wir natürlich auch wieder das GPS-Modul, was das Fliegen mit der MD500 wirklich für jeden sehr einfach möglich macht. Ansonsten ist die technische Ausstattung natürlich völlig identisch mit der schwarzen Version. Wenn euch das alles nochmal näher interessiert, guckt euch gerne mal das Video der Militärversion von mir an. Das habe ich euch ja oben schon verlinkt. Aber natürlich haben wir hier auch wieder 2 Brushless-Motoren verbaut und wir haben hier auch wieder einen 5-Blatt-Rotorkopf. Hier oben auf dem Turbinendom haben wir noch die Status-LED und auch eine Scale-Beleuchtung haben wir hier noch angebracht. Bei dieser Version aber etwas weniger als bei der schwarzen Version. Und zwar haben wir hier vorne nur den hellen Landescheinwerfer und hinten am Ende vom Heckausleger haben wir noch eine rote LED. Die rote und grüne Positionsbeleuchtung links und rechts haben wir hier leider nicht mehr. Hier unten kommt dann auch wieder der Hardcase-LiPo rein. Der wird auch wieder nur eingesteckt und muss dann mit den 2 Hebeln hier vorne gesichert werden. Die MD500 hat einen Rotorkreisdurchmesser von ca. 430 mm, eine Länge von ca. 490 mm und ein Abfluggewicht inklusive Akku von 700 Gramm.
Ja, wir haben hier eine 2,4 GHz 8-Kanal-Fernsteuerung aus Kunststoff, diesmal mit einer Dualantenne, die man auch immer vor dem Fliegen ausklappen sollte. Die Fernsteuerung hat eine gute Größe und liegt auch gut in der Hand. Die Knüppelaggregate bestehen hier ebenfalls aus Kunststoff und die Knüppel selber aus Aluminium. Beide Knüppel sind wegen der GPS-Funktion hier auch wieder in allen Achsen federbelastet. Hier oben mittig sitzt der Powerknopf. Wenn wir den ca. 2 Sekunden gedrückt halten, geht die Fernsteuerung an. Unten haben wir ein großes LCD-Display. Hier werden alle wichtigen Infos angezeigt. Unter anderem auch ein paar Telemetriedaten wie Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und Flugrichtung. Und natürlich auch die Flugmodi und die GPS-Satelliten. Und auch die Akkuanzeige für Fernsteuerung und Heli bekommen wir hier angezeigt. Neben dem Display auf der rechten Seite haben wir noch einen Knopf für die automatische Landung. Dann haben wir rechts unten noch einen Knopf, das ist dann für die FPV-Fliegerei. Da können wir dann Fotos und Videoaufnahmen mit starten. Links neben dem Display haben wir unten noch einen Knopf zum Umstellen der Dual Rate bzw. der Taumelscheibenausschläge. Da gibt es dann einmal Low für geringere Ausschläge und High für etwas höhere Ausschläge. Und darüber haben wir noch einen Knopf, um den Steuermod umzustellen. Hier haben wir dann die Wahl zwischen Mode 1 und Mode 2. Das ist im Grunde aber ganz einfach. Ihr müsst nur vor dem Anschalten einmal die Mode-Taste gedrückt halten, dann den Sender anschalten und dann alles wieder loslassen. Dann stellt der Sender sich automatisch um, entweder von Mode 1 auf Mode 2 oder eben von Mode 2 auf Mode 1. Und diese Einstellung wird dann auch dauerhaft gespeichert, bis ihr die Prozedur wiederholt. In der Mitte unter dem Powerknopf gibt es auch noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt. Die Trimknöpfe haben hier diesmal keine Funktion. Dann haben wir oben noch 4 Schalter und zwar ganz rechts einen 3-Stufen-Schalter. Hier haben wir in der oberen Stellung den Optical Flow Mode, das heißt hier fliegt der Heli mit Unterstützung des optischen Höhensensors und hält dadurch automatisch die Höhe, ist aber nicht GPS unterstützt. In diesem Mode leuchtet dann auch die Status-LED hier oben am Heli rot. In der Mittelstellung haben wir dann den GPS-Mode. Hier fliegt der Heli dann komplett mit GPS-Unterstützung. Das heißt, er hält natürlich dadurch auch wieder die Höhe automatisch und bleibt auch in der Luft stehen, wenn man alle Sticks loslässt. Also der perfekte Mode eigentlich für die Einsteiger. Im GPS-Modus leuchtet dann die Status-LED am Heli grün. Und in der hinteren Stellung leiten wir dann die Return-to-Home-Funktion ein. Natürlich wird die Return-to-Home-Funktion auch automatisch eingeleitet, wenn der Akku im Heli zur Neige geht. Links daneben haben wir dann noch einen 2-Stufen-Schalter, das ist der Motorausschalter. Wenn der Schalter in der hinteren Stellung steht, ist der Motor gesperrt und kann nicht angeschaltet werden. Das würde ich aus Sicherheitsgründen auch immer empfehlen. Und wenn wir fliegen möchten, muss der Schalter in die obere Stellung, damit der Motor dann entsperrt ist und angeschaltet werden kann. Auf der linken Seite haben wir dann noch einen 2-stufigen Flugmode-Schalter. In der vorderen Autostellung wird dann entweder der Optical Flow Mode oder der GPS Mode verwendet, je nachdem was eingestellt ist. Und in der hinteren Stellung im Manual Mode können wir dann den Heli ganz ohne Höhensensor und GPS fliegen. Hier driftet der Heli dann auch weiter, wenn wir die Sticks loslassen, ist aber natürlich über den Gyro noch weiter stabilisiert. Ganz links haben wir dann als letztes noch einen VIP-Schalter, mit dem wir im aktivierten Auto- und GPS-Modus 2 autonome Flugfiguren fliegen können. Und zu guter Letzt haben wir auf der Rückseite noch das Batteriefach. Hier passen 4 AA-Batterien rein. Einen Griff haben wir an der Fernsteuerung leider nicht. Vor dem allerersten Flug sollte man auch unbedingt den Kompass einmal kalibrieren, da es sonst sein könnte, dass das GPS nicht vernünftig arbeiten kann. Dazu müssen wir natürlich die Fernsteuerung einschalten und in den GPS-Modus stellen. Dann machen wir natürlich auch den Heli an und stellen ihn wieder auf eine ebene Fläche. Die Status-LED blinkt gelb. Wenn die Status-LED grün blinkt, ist er fertig initialisiert und wir können jetzt bei Steuermodus 2 den linken Stick nach unten außen und den rechten Stick nach oben außen bewegen. So kommen wir in den Kalibrierungsmodus für den Kompass. Jetzt blinkt die Status-LED schnell gelb und wir müssen den Heli horizontal um die Rotorachse drehen, bis die LED schnell grün blinkt. Jetzt müssen wir den Heli senkrecht halten und ebenfalls um die eigene Achse drehen, bis die LED wieder langsam grün blinkt, wenn noch GPS-Satelliten gesucht werden oder dauerhaft grün blinkt, falls schon vorher Satelliten gefunden wurden. Zum Kalibrieren des Gyros den Heli ebenfalls wieder auf eine gerade Fläche stellen. Bei Mode 2 den linken Stick nach oben links und den rechten Stick nach unten rechts legen. Dann blinkt die Status-LED kurz mehrmals. Danach leuchtet die LED wieder entsprechend dem eingestellten Flugmod.
Am Ende wie gewohnt wieder ein Fazit, hier nur besonders kurz. Ein umfangreiches Fazit könnt ihr euch dann gerne bei der schwarzen Version angucken, wenn euch das interessiert. Aber auch hier kann ich natürlich nur sagen, finde ich die Optik wieder sehr gut. Dass man die Türen aufmachen kann, finde ich richtig cool. Das Cockpit finde ich richtig cool und ist auf jeden Fall mal was anderes als die ganzen Einsteiger-Helis, die das nicht haben. Fliegerisch gibt es hier auch nichts zu kritisieren. Die MD500 fliegt sehr stabil und sehr anfängerfreundlich. Allerdings dafür auch nicht sehr agil, aber das ist für den Einsteiger sicherlich nicht von Nachteil. Auch hier muss man unbedingt beim Akku-Einsetzen darauf achten, dass man den mit den 2 Clipsen auf jeden Fall sichert, sodass die Clipse einrasten. Notfalls muss man da auch noch mal ein bisschen Hand anlegen und nachdrücken. Das ist aber wichtig, sonst könnte der Akku im Flug rausfallen. Ja, das war es jetzt eigentlich schon mit dem kleinen Fazit. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Version der MD500 euch am besten gefällt. Lasst mir gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ansonsten kann ich mich eigentlich nur bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.